Hallo zusammen, willkommen bei Finance Fellows, eurem Kanal für Finanzbildung. Mein Name ist Marcel und in diesem Video geht es um die Aktie. Wir erklären zunächst einmal, was eine Aktiengesellschaft überhaupt ist und warum diese Aktien ausgibt. Danach gucken wir uns an, wie und wo Aktien gehandelt werden. Zum Schluss widmen wir uns dem Aktionär und beschreiben, welche Rechte, Chancen, aber auch Risiken eine solche Investition mit sich bringt. Dieses Video wird euch dabei helfen, die Aktie als Anlageklasse besser zu verstehen. Und jetzt viel Spaß beim Video! Eine Aktie ist per Definition ein Anteil am Grundkapital eines Unternehmens. Vereinfacht ausgedrückt kann man auch sagen, dass die Aktie ein Stück eines Unternehmens darstellt. Sie wird auch Wertpapier genannt, weil mit ihr die Vermögensrechte der Inhaber, also der Aktionäre, verbrieft sind. Wie sich aus dem Wort Aktie schon ableiten lässt, können nur Aktiengesellschaften diese Art der Anteilsscheine ausgeben. Eine Unternehmensrechtsform, die relativ einfach durch den Namenszusatz AG erkennbar ist. Andere Rechtsformen wie zum Beispiel die GmbH oder auch Personengesellschaft geben keine Aktien aus. Das ist auch der Grund, warum ihr in den Börsennachrichten noch nichts von Unternehmen wie Bosch oder Aldi gehört habt. Schauen wir uns zum besseren Verständnis der Aktie ein vereinfachtes Beispiel an. Wir haben das Startup Finance Fellows mit einem Gründerduo als Eigentümer. Das Unternehmen hat sich auf die Herstellung nachhaltiger Möbel spezialisiert. Das verstärkte Umweltbewusstsein der Menschen hat die Nachfrage nach diesen Produkten in den letzten Jahren stark ansteigen lassen. Unsere Unternehmer wollen die Gunst der Stunde nutzen und mit dem Geschäftsmodell schnell wachsen. Geplant sind unter anderem eine weitere Produktionshalle und die Entwicklung neuer Produkte. Für die Expansion ist aber ein hoher Kapitalbedarf notwendig. Zur Finanzierung stehen unseren Gründern jetzt zwei Möglichkeiten zur Verfügung. Erstens die Finanzierung mit Hilfe von Fremdkapital. Dies kann zum Beispiel durch die Aufnahme eines Kredits erfolgen. Hierbei steht das geliehene Kapital jedoch nur befristet zur Verfügung. Es muss also inklusive der Zinsen zurückgezahlt werden. Das macht die Finanzierung teuer. Darüber hinaus besteht gerade auch bei größeren Krediten das Risiko einer Überschuldung. Dafür ändert sich aber nichts an der Eigentümerstruktur. Nach wie vor können unsere Unternehmer als alleinige Anteilseigner alle Entscheidungen treffen. Der Kapitalgeber, zum Beispiel die Bank, hat kein Mitspracherecht im operativen Geschäft. Die zweite Finanzierungsmöglichkeit besteht in der Beschaffung von Eigenkapital. Hier können unsere Gründer das Unternehmen für außenstehende Investoren öffnen. Dabei kann die Rechtsform einer GmbH oder die einer Aktiengesellschaft gewählt werden. In beiden Fällen werden Firmenanteile gegen Eigenkapital ausgegeben. Ein wesentlicher Vorteil dieser Außenfinanzierung ist, dass so größere Summen eingesammelt werden können und das Eigenkapital auch unbefristet zur Verfügung steht. Jedoch ändert sich mit der Ausgabe von Unternehmensanteilen auch die Eigentümerstruktur. Jeder Investor erhält entsprechend seiner Einlage im Gegenzug Mitspracherecht. Da unsere Unternehmer noch viel vorhaben, entscheiden sie sich für die Gründung einer Aktiengesellschaft, die zudem an die Börse gebracht werden soll. Die Aktiengesellschaft bietet gegenüber der GmbH den Vorteil einer höheren Bekanntheit sowie die Möglichkeit der einfachen Übertragung von Firmenanteilen. Nach einer gründlichen Analyse wird ermittelt, dass Finance Fellows für die Expansion ein gesamtes Eigenkapital in Höhe von 10 Millionen Euro benötigt. Bei Aktiengesellschaften nennt man diesen Teil des Kapitals auch Grundkapital. Gehen wir in unserem Beispiel davon aus, dass das Unternehmen insgesamt 1 Million Aktien ausgibt, dann entspricht eine Aktie einem Unternehmensanteil von 0,0001%. Entsprechend ihres selbst eingebrachten Eigenkapitals beziehen die Gründer einen Teil der ausgegebenen Aktien selber. Der Rest wird dann über den Börsengang, auch IPO genannt, Investoren frei zugänglich gemacht. IPO steht für Initial Public Offering. Wurden alle Aktien erfolgreich verkauft, können diese jetzt von den Marktteilnehmern unabhängig und frei vom Unternehmen gehandelt werden. Das heißt, der Preis einer Aktie, dargestellt in einem Aktienkurs, ergibt sich aus Angebot und Nachfrage. Der Marktplatz, wo alle Marktteilnehmer zusammenkommen, ist die Börse. Marktteilnehmer können dabei private, aber auch institutionelle Anleger sein, wie zum Beispiel Versicherungen und Vermögensverwalter.
Der Aktienkurs wird dabei maßgeblich von den Zukunftsaussichten des Unternehmens bestimmt. Das heißt, ist das Unternehmen gut aufgestellt und wird ihm für die Zukunft weiteres Wachstum zugetraut, wird folglich die Nachfrage nach den Aktien und somit der Aktienkurs steigen. Verschlechtern sich hingegen die Geschäftsaussichten, wird die Nachfrage nach den Aktien abnehmen und somit der Kurs sinken. Dabei wird vielleicht schon deutlich, dass sich der Preis einer Aktie nicht mehr am Grundkapital orientiert. Multipliziert man den aktuellen Aktienkurs mit der Anzahl der ausgegebenen Aktien, erhält man die Marktkapitalisierung. Sie ist aber vom Grundkapital zu unterscheiden, da dieses unabhängig vom Aktienkurs gleich bleibt. Nehmen wir jetzt ganz konkret die Perspektive eines Aktionärs ein. Wenn Finance Fellows insgesamt 1 Million Aktien ausgibt und ein Anleger 100 Finance Fellows Aktien kauft, besitzt er folglich 0,01% der Aktiengesellschaft. Das entspricht einem Anteil am Grundkapital von 1.000 €, unabhängig vom aktuellen Aktienkurs. Auch wenn der Anteil zugegebenermaßen klein ist, so hat dennoch jeder Aktionär wichtige Rechte, die er in Anspruch nehmen kann. Ganz grundsätzlich werden diese Rechte in Deutschland durch das Aktiengesetz definiert. Die wichtigsten und bekanntesten wollen wir hier aufführen. Zuerst kann hier das Teilnahmerecht an der Hauptversammlung genannt werden. Sie findet einmal pro Jahr statt und ist deshalb wichtig, da im Rahmen dieser Veranstaltung weitere Rechte in Anspruch genommen werden. Zum Beispiel das Stimmrecht. Abgestimmt wird dabei über die Verwendung des Bilanzgewinns, die Mitglieder des Aufsichtsrats, die Entlastung des Vorstands und Aufsichtsrats und, wenn notwendig, auch über anstehende Kapitalmaßnahmen. Wie stark der Einfluss eines Investors ist, richtet sich dabei nach Art und Anzahl der gehaltenen Aktien. Aktionäre können für ihre Stimmrechte aber auch Vollmachten erteilen. Somit können die Interessen auf der Hauptversammlung auch von Aktionärsvereinigungen oder Stimmrechtsvertretern wahrgenommen werden. Wird in der Hauptversammlung entschieden, einen Teil des Gewinns an die Aktionäre auszuschütten, entsteht der Anspruch auf Gewinnbeteiligung. Diese erfolgt in Form einer Dividende. Die Höhe richtet sich, wie das Stimmrecht, nach Art und Anzahl der gehaltenen Aktien. Wird zudem eine Kapitalerhöhung beschlossen, haben die Aktionäre bei der Ausgabe der neuen, auch jungen Aktien genannt, ein Bezugsrecht. Das bedeutet, dass jedem Anteilseigner seinem bisherigen Anteil am Grundkapital entsprechend ein Teil der neuen Aktien zum Kauf angeboten werden muss. Damit wird jedem Aktionär die Möglichkeit gegeben, seine Besitz- und Mitspracheverhältnisse zu wahren. Außerdem gibt es auch noch das Auskunftsrecht. Jeder Aktionär hat die Möglichkeit, in der Hauptversammlung Fragen und Kritik an Aufsichtsrat und Vorstand zu adressieren. Aus Anlegersicht bieten Aktien viele Chancen, aber auch Risiken, die es vor einem Investment zu beachten gilt. Starten wir mit den Chancen. Zu ihnen gehören im Wesentlichen die möglichen Erträge. Für Anleger bieten Aktien potenziell zwei Ertragsquellen. Da gibt es zum einen die Gewinnbeteiligung in Form der Dividende. Sie leitet sich grundsätzlich aus dem Bilanzgewinn ab und wird meistens pro Aktie berechnet und ausgezahlt. Sie ist also eine Vergütung dafür, dass der Aktionär dem Unternehmen Eigenkapital zur Verfügung stellt. Anders jedoch als bei festverzinslichen Anlagen, wie beispielsweise dem Festgeld, wo Zinsen regelmäßig gezahlt werden müssen, trifft das auf die Dividende nicht zu. Gibt es nämlich zum Beispiel keinen Unternehmensgewinn oder wird auf der Hauptversammlung entschieden, keinen Gewinn auszuschütten, gibt es folglich auch keine Dividende. Darüber hinaus können auch Kursgewinne erzielt werden, wenn eine Aktie günstiger als verkauft wird. Zum Beispiel kauft ein Investor eine Aktie zum Kurs von 10 € und verkauft diese Monate später wieder für 15 €, hat er einen Kursgewinn von 5 € erzielt. Für beide Erträge muss der Anleger Kapitalertragssteuer zahlen. Neben diesen beiden monetären Gründen gibt es aber auch die Chance der Einflussnahme und Mitsprache. Hält ein Aktionär zum Beispiel mehr als 25% der Unternehmensanteile, hat er eine sogenannte Sperrminorität und kann wichtige Beschlüsse blockieren. Aktien bieten also eine gute Möglichkeit, an der Wirtschaft und am Produktivvermögen teilzunehmen und gute Renditen zu erwirtschaften. Dennoch müssen an dieser Stelle auch die Risiken eines Aktieninvestments erwähnt werden. Denn nicht umsonst gilt der Grundsatz, Rendite kommt von Risiko. Da gibt es zunächst einmal das Unternehmensrisiko.
So schön es bei den Erträgen auch ist, Eigentümer zu sein, sitzt man in Krisenzeiten ebenfalls voll mit im Boot. Gerät ein Unternehmen in eine wirtschaftliche Schieflage, kann der Aktienkurs stark fallen. Im schlimmsten Fall geht das Unternehmen sogar pleite. Dann haftet der Aktionär mit seinem eingesetzten Kapital. Die ersten, die nämlich aus der Insolvenzmasse bedient werden, sind Fremdkapitalgeber, also Banken und Gläubiger. Aktionäre als Teilhaber kommen zum Schluss und gehen in solchen Fällen oftmals leer aus. Konzentriert sich das investierte Geld eines Investors dann in ein oder sehr wenige Unternehmen, kommt es zu einem gefährlichen Klumpenrisiko. So kann auf einen Schlag sehr viel Vermögen verloren gehen. An zweiter Stelle ist das Marktrisiko zu nennen. Auch wenn das Unternehmen gut aufgestellt ist, kann es unverschuldet aufgrund von einer schlechten Markt- und Konjunkturentwicklung in Schwierigkeiten geraten. Ein anschauliches Beispiel hierfür ist die Lufthansa. Aufgrund der Corona-Pandemie ist sie unverschuldet in eine wirtschaftliche Notsituation geraten. Dennoch gibt es zum Beispiel mit einer breiten Diversifikation und einer langen Anlagedauer auch gute Strategien und Möglichkeiten, einen Teil der Risiken zu reduzieren. Wie diese konkret aussehen können, werden wir uns in einem anderen Video nochmal genauer anschauen. Tragen wir die Inhalte des Videos noch einmal zusammen. Wir haben zu Beginn beschrieben, was eine Aktie ist und wie sie sich als Finanzierungsinstrument gegenüber einem Kredit unterscheidet. Mithilfe eines unternehmerischen Beispiels haben wir gezeigt, wie sich mit dem Grundkapital und der Aktienanzahl die Beteiligungsverhältnisse ergeben. Danach haben wir beschrieben, wo Aktien gehandelt werden, wie sich ein Aktienkurs ergibt und was der Unterschied zwischen Marktkapitalisierung und Grundkapital ist. Im letzten Teil des Videos haben wir die Perspektive eines Aktionärs eingenommen und aufgezeigt, welche Rechte, Chancen, aber eben auch Risiken bei einem Aktieninvestment beachtet werden müssen. Hat euch das Video gefallen? Dann schenkt uns eine positive Bewertung und abonniert unseren Kanal. Das motiviert uns, für euch auch in Zukunft tolle Erklärvideos zu erstellen. Wenn ihr Fragen zum Video oder Wünsche für ein neues Thema habt, hinterlasst uns gerne einen Kommentar. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.